Herzlich willkommen bei den freiwilligen Interviews im Zuge des 76. Jahrestags der Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers Sachsenhausen. Mein Name ist Adrian, ich bin 18 Jahre alt und ich mache gerade meinen Zivildienst in der Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen über den österreichischen Verein Gedenkdienst. Es freut mich, dass Sie heute hier sind. Wir leben ja gerade in einer Zeit, in der viele Zeitzeugen leider versterben und somit auch ein Stück Gedenkkultur verloren geht. Wie können wir Ihrer Meinung nach das Gedenken allgemein sichern und garantieren, dass die Schicksale dieser Zeitzeugen nicht in Vergessenheit geraten? Ist nicht zu bestreiten, dass die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, also die Überlebenden der Shoah, vor allem irgendwann nicht mehr unter uns sind. Das ist klar. Ich kenne noch einige, aber sie sind 80, 90 Jahre alt oder darüber. Es sind daher schon seit vielen Jahren verschiedene Projekte damit beschäftigt, die Erinnerung dieser Menschen aufzuzeichnen, in Bild und Ton. Und es gibt sehr viele Dokumente von diesen Zeitzeugen auf diese Art. Ich glaube auch, dass die Vermittlungstätigkeit vieler Überlebenden an den österreichischen Schulen Früchte getragen hat. Viele tausende Kinder und Jugendliche haben auf diese Weise aus erster Hand erfahren, wie das Regime der Nationalsozialisten eine Todesmaschinerie betrieben hat, das ihresgleichen gesucht hat, eine Todesmaschinerie, der Millionen von Menschen zum Opfer gefallen sind. Und schließlich sind viele ehemalige Lager, Konzentrationslager zu Orten des Lernens und des Lehrens geworden, wo man auch wichtige Inhalte vermitteln kann. Mauthausen in Österreich zum Beispiel, also unser bekanntestes Konzentrationslager, da gibt es so etwas, und in Deutschland, in Polen ganz genauso. Vielleicht ist es wichtig, dass jede Schülerin, jeder Schüler wenigstens einmal ein solches Lager besucht hat. Diesen Eindruck vergisst man nicht so schnell. In Teilen der Bevölkerung wird Österreich ja immer noch als das erste Opfer Deutschlands im Zweiten Weltkrieg angesehen. Was war aus Ihrer Sicht die Rolle Österreichs beim Anschluss an Deutschland? Wie schätzen Sie das ein? Wie sieht das die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung heute? Naja, die sogenannte Opferthese hat ihren Ursprung in der Moskauer Deklaration von 1943, als die späteren Siegermächte darüber gesprochen haben, wie sie sich die Neuordnung Europas vorstellen. Und da war das Ziel, Österreich als neuen alten Staat, jedenfalls als Staat, wieder zu errichten, wieder zu etablieren. Und es ist ja natürlich unbestreitbar, dass Österreich als Staat, die Republik Österreich als Staat, insofern das erste Opfer Hitler-Deutschlands war, als die Truppen Hitlers ohne staatliche Genehmigung einmarschiert sind. Ebenso unbestreitbar ist, dass Hunderttausende von Österreicherinnen und Österreichern diesen Einmarsch der deutschen Truppen begrüßt haben, den Heldenplatz in Wien gefüllt haben und dass sehr viele erst viel später erkannt haben, worauf sie sich da eingelassen haben. Also insofern war die Republik das erste Opfer der Aggression Hitler-Deutschlands, aber dass alle Österreicherinnen und Österreicher Opfer waren, es gab viele Opfer, ja, allein 65.000 jüdische Österreicherinnen und Österreicher, die umgebracht wurden, die Roma und Sinti, Homosexuelle, später Behinderte, vor allem behinderte Kinder. Das sind alles echte Opfer der Aggression von Hitler-Deutschland. Und in Teilen Österreichs hat es auch militärischen Widerstand gegeben, zum Beispiel in Südkärnten seitens der Kärntner Sloweninnen und Slowenen, das sollte man nicht vergessen. In Europa gewinnen rechtspopulistische Parteien und ihr Gedankengut immer mehr an Zustimmung in Teilen der Bevölkerung. Wie beobachten Sie diese momentanen gesellschaftlichen Entwicklungen, wie etwa zunehmender Antisemitismus und Rassismus?
Statistisch gesehen, glaube ich, ist richtig, dass in den letzten Jahren in Europa der Antisemitismus wieder zugenommen hat, leider. Und auch hier muss man sagen, da müssen wir uns eben mit allem, was wir haben, mit unserem Kopf, mit unserem Einsatz, mit Energie, mit unserer Energie dagegen wehren. Es ist einfach Schwachsinn, dass die Pandemie beispielsweise, die jetzt seit über einem Jahr auch Europa beherrscht, von George Soros oder ähnlichen Personen quasi erfunden wurde. Also das sind zum Teil derart lächerliche Vorurteile, die aber die Gefahr haben, dass sie nicht lächerlich bleiben. Die Shoah ist auch nicht mit Hitler sozusagen vom Himmel gefallen, sondern hat eine lange Geschichte der Diskriminierung gegen jüdische, in unserem Fall Österreicherinnen und Österreicher, eine lange Vorgeschichte, die dann geendet und gegipfelt hat in der physischen Vernichtung. Aber davor sind Phasen der Diskriminierung, vor allem der Diskriminierung, die uns alle hellhörig machen müssen, nicht nur müssten, sondern müssen, damit wir so etwas nicht noch einmal erleben. Was würden Sie denn all jenen sagen, die meinen, es sollte endlich ein Schlussstrich unter die Zeit des Nationalsozialismus gezogen werden? Es ist nicht möglich, unter Geschichte einen Schlussstrich zu ziehen. Ich finde, es ist wichtig zu wissen, was in der Vergangenheit passiert ist, noch dazu in der näheren Vergangenheit, um nicht die gleichen Fehler wiederzumachen. Also einen Schlussstrich. Wir alle, mich inklusive, sind keine Zeit, wie soll ich sagen, wir sind alle, wie hat ein deutscher Kanzler das einmal formuliert, die Gnade der späten Geburt. Das heißt, wir sind nicht beteiligt zum Beispiel an den Gräueln des Nationalsozialismus. Vielleicht im einen oder anderen Fall der Großvater, die Großmutter, kann sein. Ja? Und für Familien damit umzugehen, ist natürlich schwierig, keine Frage. Aber einen Schlussstrich unter Geschichte zu ziehen, was soll das heißen? Dann wäre ich soweit am Ende meines Interviews angekommen. Ich möchte mich bei Ihnen recht herzlich bedanken, dass Sie sich Zeit für meine Fragen genommen haben. Gerne, alles Gute.